Alarme für Strategien ist das heutige Thema, was dir Andreas gerne näher bringen möchte. Hallo, mein Name ist Nicola von Börse und Co. einfach erklärt und nun wünsche ich dir viele neue Erkenntnisse. Herzlich willkommen zu Börse und Co. Mein Name ist Andreas und heute habe ich mir das Thema Alarme rausgepickt. Der ein oder andere von euch weiß natürlich, ja, dass man sich einen Alarm setzen kann auf eine gewisse Preismarke und wenn der Kurs dann dahin kommt, dann wird man darüber informiert. Heutzutage geht es ja schon über Handy, Tablet, alles Mögliche. Es funktioniert nicht nur hier in TradingView, sondern auch bei vielen anderen Chartsoftwares oder auch den Chartsoftwares von verschiedenen Brokern. Wir wollen aber das heute doch ein bisschen intensivieren und vielleicht die ein oder andere Möglichkeit eruieren, die vielleicht noch nicht so bekannt ist. Also, fangen wir aber erst mal an mit dem ganz normalen Klassiker. Ja, wenn wir jetzt mal uns hier diesen Kursverlauf anschauen, wir sehen, da geht's runter und jetzt sehen wir, jedes Hoch ist tiefer, ja. Also, 'n tieferes Hoch heißt ja ein intakter Abwärtstrend. Jetzt könnte es ja aber auch sein, der Kurs geht jetzt hier in die Höhe, ja, er überschreitet das letzte Hoch des Abwärtstrends und auf dieser Ebene in etwa wären wir ja schon wieder eventuell in einem Aufwärtstrend. So, jetzt kann natürlich sein, jemand sagt, nee, ich will das wissen, ich will darüber informiert werden. Wenn wir da mal gucken, da sind wir ungefähr bei 159. Also gehen wir hier oben rechts drauf. Wir sagen bei Alarme, entweder klicke ich hier drauf oder hier oben auf dieses Plus. Und zwar, wenn der Preis kreuzt, und zwar den Wert 159. Ich kann jetzt beim Auslöser noch bestimmen, will ich einmalig informiert werden oder jedes Mal, wenn das kreuzt. Müsst ihr nach eurem eigenen Gutdünken entscheiden, wie ihr das haben wollt und natürlich auch, wie lange soll denn dieser Alarm gültig sein, ja? Auch das ist ja sehr, sehr unterschiedlich da. Es gibt ja Swing Trader, die sich wirklich mit Werten auseinandersetzen, trotzdem sehr langfristig in der Haltedauer sind und für die ist dann, sagen wir mal, so ein Ablauf vielleicht auch besser von einem Dreivierteljahr, ja, während der andere sagt: „Nee, komm, wenn, dann will ich das innerhalb der nächsten 8 bis 20 Wochen sehen und ansonsten ist es Tabula rasa und gut. Dann haben wir hier oben die Möglichkeit, eine Nachricht. Wir können diesem Alarm einen Namen vergeben. Wir können da uns irgendwas reinschreiben, vielleicht warum wir uns den Alarm notiert haben, ja, um uns einzukaufen, um etwa zu verkaufen oder um einfach eine Strategie abzugleichen, zu schauen, was der Kurs jetzt macht an diesem signifikanten Punkt. Bei den Benachrichtigungen, ja, wir können uns in der App benachrichtigen lassen. Wir können eine Toast-Benachrichtigung anzeigen. Toast, ihr kennt den Toaster, ja, Scheibe rein, erhitzen und dann schnalzen sie nach oben raus. Hier schnalzt es nicht nach oben raus, sondern genau hier, wo ich bin, ja, also wo ihr mich jetzt gerade seht, da wird dann einfach so eine Benachrichtigung eingeblendet, ja, und weil es dann so reingeschoben wird, wie der Toast eben aus dem Toaster rausschnalzt, eine Toast-Benachrichtigung. Ihr könnt euch eine E-Mail senden lassen, eine Webhook-URL. Ihr könnt einen Sound abspielen lassen oder das Ganze als Klartext senden lassen. So, wir gehen zurück. Wir sagen, okay, erstellen. So, und jetzt sehen wir auch, ist aktiv, wurde hier eingetragen. Ja, da, wenn ich mehrere Alarme habe, kann ich das hier immer nachschauen. Wenn irgendetwas ausgelöst wurde, kann ich das auch dann hier in diesem Protokoll quasi nachlesen. Ihr seht das Protokoll, wenn da was drin ist, kann ich das auch mit dem Besen da wieder leeren. Und ich kann natürlich, wenn hier viele Alarme drin sind, dann kann ich die natürlich bearbeiten. Ich kann sie alle gleichzeitig pausieren. Ich kann nur bestimmte Arten anzeigen lassen, nach Benachrichtigungen filtern, ja, und Listen personalisieren. So, das, was wir jetzt gesehen haben, also ihr seht jetzt hier auch, ja, da ist da ist die Alarmlinie, wird nochmal angezeigt, PG. Das PG steht für das Asset, Procter Gamble. Kreuzend 159 wird der Alarm ausgelöst. Das, wie gesagt, ist die klassische Variante, irgendein Preis und fertig. Aber es gibt auch andere Möglichkeiten und die habe ich vorbereitet. Wir könnten zum Beispiel, wenn wir uns ein Volumen anzeigen lassen, dann sehen wir, haben wir dazwischen immer wieder mal so signifikante Punkte, wo doch wesentlich mehr Volumen gehandelt wird. Ja, und
Der ein oder andere sagt, ja, an diesen Punkten, da passieren immer gewisse Dinge, wo ich kenne. Ah ja, was ihr natürlich auch kennt, ja, das ist, wenn euch das gefällt, was wir hier machen, dann bitte seid so nett. Daumen hoch, Kanal abonnieren, bei Anregungen, Fragen gerne eben in die Kommentare reinschreiben und erzählt natürlich auch den anderen Menschen von uns, dass unser Kanal wachsen kann. Wir danken es euch und es ist natürlich für uns eine Riesenmotivation einfach, ja, da uns auch immer wieder was Neues einfallen zu lassen und euch zum einen ein Wissen vielleicht vermitteln zu können, das ihr vielleicht noch nicht hattet, oder auf der anderen Seite euch vielleicht auch einfach mal zu unterhalten, wenn ich mal wieder 5 Sätze am Stück nicht gerade rauskriege. So, wir waren bei den Alarmen. Genau. Und zwar, wir haben jetzt das Volumen und wir sehen, ja, dass da immer wieder so signifikante Punkte sind, wo doch wesentlich mehr Volumen gehandelt wurde. Jetzt schauen wir mal. Wir haben hier diesen Moving Average, diesen 20er, der uns zeigt, was so ungefähr das Durchschnittliche ist. Und jetzt gucken wir einfach mal, was ist denn hier so durchschnittlich? Was haben wir da oben? Ich lese es hier oben ab. Ne? So, und da haben wir dann 11,4, daneben sind wir bei 7,9. Also, ne, so 11 war okay. Und wie sieht es denn aus beim ganz Großen? Jetzt gucken wir mal hier, da haben wir 19, da haben wir 18, bei dem hier haben wir 15. Ja, ich würde sagen 15. Ja, da sind wir ungefähr hier auf der Linie, wo ich jetzt gerade mein Fadenkreuz habe. Also gehen wir wieder auf Alarme. Wir sagen wieder eine 9. Und jetzt sagen wir aber nicht Preis, sondern wir klicken hier drauf und jetzt seht ihr, ja, man kann hier alle Indikatoren auswählen, die ich zum Beispiel hier jetzt in dem Chart drin habe. Wir waren gerade beim Volumen, das wählen wir aus. Wir haben gesagt kreuzend. Auch hier, ja, also schaut es euch bitte bei Gelegenheit durch. Ihr habt hier doch nicht wenige Möglichkeiten, so dass ihr das hingehen könnt und könnt das quasi so auswählen, wie es zu euch passt. Ja, wir lassen jetzt einfach mal die Variante kreuzend und wir haben gesagt 15. Ja, machen wir Komma 0 und sagen dann erstellen. So, und jetzt werden wir benachrichtigt, wenn das Volumen an einem Tag, wir sind ja im Tagestimeframe, über 15 Millionen geht. So, damit die nicht gleich losbimmeln, wenn irgendetwas passiert, löschen wir die mal raus und gehen weiter. Was könnte man noch tun? Wir nehmen das Volumen mal raus. Jetzt nehmen wir mal ein Volumenprofil. Da braucht es ein bisschen, bis das berechnet ist. Braucht mal ein bisschen länger heute. Ja, manchmal gibt es so diese Vorführeffekte, wie man sie so schön nennt. Ne? Also gut, er will wohl nicht, dann nehmen wir in der Zeit, probieren wir mal einen anderen. Ne, das ist jetzt auch dann wirklich der klassische Vorführeffekt. Ah, jetzt haben wir immer wenigstens das. Gut, also, jetzt kommen sie gleich alle zwei. Also gut, jetzt haben wir den, dann machen wir den immer mal kurz raus. Wir haben jetzt also hier Volumenprofil, ja, habe ich angelegt auf einen Monat. Das heißt, wir kriegen jetzt mal hier angezeigt, ja, wie viel Volumen innerhalb von einem Monat. Und da kann ich natürlich auch hingehen. Da gehe ich wieder auf den Alarm. Ich aktiviere einen neuen. Und jetzt sage ich hier PVP steht für periodisches Volumenprofil. Ja, ihr seht, ein Monatsprofil ist es. Wähle ich an, sage wieder kreuzend und was davon will ich haben? Ja, ich kann jetzt zum Beispiel sagen, ich möchte den POC, ja, das ist diese Mittellinie, da wo am meisten Volumen gehandelt wird, oder das sogenannte Volume Area High oder Low. Das wären diese zwei Linien. So, und dann würde ich da benachrichtigt werden. Ja, das ist zum Beispiel etwas, wird stellenweise natürlich auch im Swing Trading und so weiter eingesetzt, wird stellenweise im Daytrading eingesetzt, ja. Wer jetzt sagt Volumentrading, nein, nein, es gibt kein Volumentrading, ja, das sind Bestandteile des Order Flow Tradings. Und gehe auf Erstellen. So, und jetzt habe ich einen Alarm, der verknüpft ist mit einem Volumenprofil. Wir schmeißen den gleich wieder raus, löschen und gehen gleich mal nochmal auf den Alarm, denn
was ich euch zeigen will, ja, das ist, wir haben hier das Asset und jetzt gehen wir hin. Wir sagen jetzt mal, Moment, wir hatten doch das Volumen kreuzend und ich könnte auch noch hingehen und ich könnte dann das auch noch koppeln mit einem EMA. Also ich mache jetzt da jetzt nichts Konkretes, aber nur dieses, was ich hier euch anzeigen will, ist, ihr könnt natürlich auch in den Alarmen hingehen und könnt verschiedene Indikatoren miteinander verknüpfen oder ich sage mal verschiedene Elemente von Indikatoren. So, und dann kommt es schon eher, sage ich mal, Richtung Strategieansatz, weil dann habe ich ja schon 2 Punkte, ja, die füreinander sprechen. Ich meine, jetzt nur weil ein Volumen signifikant höher ist, das ist ja für mich jetzt nichts, wo ich in 'nen Trade reingehe. Also, ich will da schon sehen, was passiert denn an den Kerzen? Was machen die Käufer, was machen die Verkäufer et cetera. Und, ihr wisst ja, ich sage immer so, 5 Punkte sollen es schon sein, dass, sagen wir mal, so ein Trade auch eine erhöhte Wahrscheinlichkeit hat. Ähm und ansonsten, wenn ich da nur einen Indikator habe, dann ist es einfach nur ein Punkt, den ich ausgewertet habe. Ja, das ist schon mal nicht schlecht, aber das ist sicherlich nichts, wo ich jetzt in den Trade reingehen würde. Das ist mir viel zu, da ist die Wahrscheinlichkeit einfach zu gering, ja. Oder andersrum gesagt, die Wahrscheinlichkeit ist mir zu groß, dass ich eins auf die Mütze kriege. Und, wenn wir uns aber jetzt anschauen, dass wir 2 Indikatoren miteinander verknüpfen können, ja, dann ist es schon mal eine ganz andere Sachlage. Wenn man jetzt sich fragt, welche Strategien, ja, da könnt ihr natürlich einfach auch zu uns hingehen, einfach da unten in den Shownotes mein Calendly-Link und so weiter, mit mir einen Termin vereinbaren, können wir drüber schnacken. Ihr wisst ja, wir haben unsere Trading-Schule, wir haben unseren Basic-Kurs etc., wo all diese Themen, auch Strategien, Swing-Trading, Day-Trading und, ganz, ganz viel drin ist. Preis haben wir ja auch schon veröffentlicht. Ähm, Lasst uns einfach schnacken, vielleicht interessiert es euch, vielleicht sind wir der richtige Partner, wo euch da weiterhelfen kann. Aber zurück, genug Werbung gemacht. Gehen wir zurück ins Doing. Wir blenden das Volumenprofil mal aus und wir nehmen jetzt den EMA. So, da haben wir jetzt einen 200er EMA. Ja, ihr könnt es euch jetzt natürlich schon vorstellen. Ja, wir gehen wieder auf Alarm. Wir klicken hier oben drauf. Wir sagen, okay, wenn der Preis kreuzt, und zwar nicht den Wert, sondern den EMA, den 200er. Ja, und zwar im Tagestimeframe. Warum? Naja, es ist ja sowas wie eine selbsterfüllende Prophezeiung. Stellenweise, nicht immer, denkt dran. Ja, aber jetzt könnte man ja zum Beispiel sagen, wenn der Kurs hier über den 200er kommt und sich dann stabilisiert, ja, dann gehen wir wieder Richtung Long. Und jetzt könnte das ein Ansatz zu einer Trade-Idee sein, wenn noch andere Dinge, sage ich mal, diese Mutmaßung unterstützen. So, also lasse ich mir natürlich da einfach einen Alarm-Ding erstellen und gut. Und wenn wir da bei dem Thema sind, ihr kennt ja, dass man hier hingehen kann und kann sich hier Watchlisten und so weiter anlegen, ja, nach Farben, nach Benennungen etc. Wer es nicht weiß, findet ihr auch alles bei uns auf dem Kanal, könnt ihr durchschauen. So, und jetzt nehmen wir einfach mal an, wir hätten gescreent und wir hätten jetzt hier lauter Aktien oder Werte reingepackt, passt ja auch für Crypto Future etc., auch andere Dinge, die alle unterm 200er sind. Und wir wollen jetzt benachrichtigt werden, wenn ein Wert da davon über den 200er Kreuz und drüber ist. Dann gehen wir da oben rauf, wir klicken auf, wir sagen Alarm auf die Liste legen, wir sagen der Preis soll kreuzen, nicht einen Wert, sondern den EMA erstellen. Jetzt seht ihr, für diese Watchliste existiert jetzt ein Alarm anhand des Weckers. Und jetzt bei all diesen, die werden jetzt automatisch alle kontrolliert. Und wenn einer dabei ist, der den 200er von unten kreuzt, kriegen wir einen Alarm. Ist so eine feine Sache, ja. Und dann kann ich mich mit dem Asset wieder genauer beschäftigen, muss da nicht jeden Tag nachgucken, wie sieht denn da der Kurs aus oder sonstiges, wenn das halt vielleicht eine Aktie, ein Kryptowert oder irgendetwas ist, das mich wirklich, sagen wir, tiefer interessiert. Dann gehen wir hin, schmeißen wir kurz die 2 Alarme wieder raus. Löschen. Na komm, löschen. So, einen machen wir noch. Und zwar gehen wir hin, wir machen jetzt aus diesem EMA, aus dem 200er, machen wir mal einen 50er. So, und jetzt frag mich nicht warum, aber in dem Fall ist es so. Ja, wir sehen, dass der bei diesem Abwärtstrend immer wieder eine Korrektur einlegt
und die Korrektur an den 50er ranläuft. So, das könnte der Ansatz zu einem Trade, zu einer Trading-Strategie sein. Warum? Naja, ich gehe jetzt wieder hin, ja, mache meinen Alarm auf den EMA. Wenn der kreuzt, dann könnte ich das als Einstiegspunkt nehmen und ich könnte meinen Stop könnte ich direkt über den EMA legen. Ja, und das seht ihr, da braucht es nicht viel Platz. Das heißt also, wenn meine Idee nicht aufgeht, dann ist der Verlust auch relativ klein, weil mein Stop sehr nahe am Einstiegskurs liegt. Ja. Ich meine, wenn er jetzt da hinkommt, das ist ja jetzt nicht gewährleistet, dass es weiter nach unten geht. Ja, man muss natürlich dann schon hingehen. Man muss das absichern. Man muss gucken, was ist fundamental los in den News etc. mit dem Unternehmen. Ja, könnte das weiter nach unten gehen. Ja, aber so hätte ich dann eine Möglichkeit, zum Beispiel in diesen leichten Abwärtstrend eben einzusteigen. Aber ich will ja nicht jeden Tag gucken, wie oder was. Und dann nutze ich eben so einen Alarm. So, das soll es für heute gewesen sein. Ich hoffe, es war mal wieder das ein oder andere Interessante dabei oder doch zumindest ein bisschen unterhaltsam, dass ihr mir nicht eingeschlafen seid. Und wie immer, und das mache ich nicht nur, weil ich es muss, sondern das mache ich wirklich gerne, ja, denn ich denke einfach, das ist essentiell wichtig. Das, was wir hier tun, sind unsere subjektiven Sichtweisen. Wenn ihr irgendwas handelt, ja, dann tut ihr das auf eigene Gefahr, auf euer eigenes Risiko. Ihr seid selbst dafür verantwortlich. Alles, was wir sagen, tun, machen, dient nicht zur Anlageberatung, zur Empfehlung von irgendeinem Handel, Kauf, Verkauf oder sonst irgendwas. Nein, sowas macht man nur, wenn man A, sich genügend Wissen angeeignet hat und B, sich bewusst ist, dass alles, was man tut, ist man selber dafür verantwortlich, ja. Und dazu gehört ein bisschen mehr, wie einfach nur zu schauen, irgendwas nachzumachen oder sonst irgendwas. Deshalb, alles, was passiert, ja, seid ihr immer selbst verantwortlich und wir machen nichts anderes, wie einfach unsere persönlichen Erfahrungen auszudrücken. So, das soll es aber jetzt dann auch gewesen sein. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch. Bis zum nächsten Mal. Ciao.